Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und heute begrüße ich dich hier von einem ganz besonderen Platz am südöstlichen Ende von Big Island, the Big Island of Hawaii, eine kraftvolle vulkanische Insel im Pazifik. Und in diesem Video wollen wir uns dem letzten Teil von Kapitel 9 meines Buches, Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, widmen. Und der letzte Teil von Kapitel 9 trägt den Titel Die Macht des Fokus als Booster für deine Komfortzone. Und wir werden uns anschauen, wie du deinen Fokus, also deine gelenkte Aufmerksamkeit, deine bewusst gelenkte Aufmerksamkeit nicht nur dafür verwenden kannst, wie wir in den vergangenen Videos bereits gesehen haben, um deine Schwingungsautonomie zu bewahren. Wenn du diese Videos nicht gesehen hast, verlinke ich sie dir hier oben, hier oder da, mal gucken. Sondern wie du deinen Fokus, also deine bewusst gelenkte Aufmerksamkeit, sogar dafür verwenden kannst, dein Wohlgefühl bewusst zu erzeugen und die große Kraft deiner wahren Komfortzone in deinem Leben bewusst zu entfesseln und dein bestes Leben mit der Kraft deines bewussten Fokus zu erschaffen. Darum geht's im letzten Teil von Kapitel 9, wobei ich dir jetzt viel Spaß wünsche. Die Macht des Fokus als Booster für deine Komfortzone. Wie wir gerade gesehen haben, ist es ratsam, deine Aufmerksamkeit und Energie wie ein sehr seltenes, wertvolles Gut zu behandeln und sie achtsam zu pflegen. Den 1000 € teuren Gucci-Anzug würdest du ja auch nicht bei jeder Gelegenheit und völlig unbewusst tragen, sondern bewusst damit umgehen und ihn in gutem Zustand halten, oder? Die Bedeutung deiner Aufmerksamkeit, worauf du sie richtest oder wovon du sie abziehst, liegt dabei aber nicht nur in ihrem achtsamen Einsatz, damit ein etwaiger negativer Einfluss deiner Umwelt auf dich verhindert und deine Schwingungsautonomie gewahrt wird. Sie kann im umgekehrten Sinne auch ein überaus konstruktives und machtvolles Werkzeug zur bewussten Erzeugung deines Wohlgefühls und deiner wahren Komfortzone sein. Hast du dir schon einmal bewusst gemacht, wie viel Einfluss dein Fokus auf dein Wohlbefinden hat? Man könnte ihn auch den Schneepflug auf dem Weg in deine Komfortzone nennen. Das Wort Fokus bezeichnet viel mehr als nur die Fähigkeit, dich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren. Fokus ist die lenkende Kraft deines Bewusstseins, die bestimmt, wohin deine Aufmerksamkeit und Energie gerichtet ist. Und genau hier liegt seine transformative Kraft für dein Wohlbefinden. Dein bewusster Fokus, also die achtsame und willentliche Lenkung deiner Aufmerksamkeit und Energie, ist eines der machtvollsten Werkzeuge, die du zur Verfügung hast, wenn es darum geht, deine wahre Komfortzone immer mehr zu stärken und auszubauen, oder aber sie zu behindern und zu schwächen. Die gute Nachricht ist, dass die Macht auch hier wieder ganz in deinen Händen liegt. Denn durch die bewusste Ausrichtung deines Fokus kannst du dein Wohlgefühl jederzeit erzeugen und deine wahre Komfortzone beinahe augenblicklich betreten. Beobachte einmal, wie sich deine ganze innere und damit zugleich äußere Welt komplett innerhalb weniger Sekunden verändern kann, wenn du dich bewusst auf etwas fokussierst, das dich nährt. Halte dazu einmal kurz inne und mache folgendes einfaches Experiment. Evaluiere auf einer Skala von 1 bis 10 deinen gegenwärtigen Gemütszustand, wobei 1 bedeutet, du fühlst dich absolut schrecklich und 10 heißt, du bist erfüllt von der höchsten Freude und dem größten Wohlgefühl deines göttlichen Seins. Wenn du also eine Zahl zwischen 1 und 10 festgelegt hast, dann stelle dir einen Timer auf 1 Minute. Schau dich während dieser Minute einfach nur in deiner Umgebung um und nimm dabei ganz bewusst Dinge wahr, die du wertschätzt, über die du dich freust oder für die du dankbar bist. Wenn die Minute um ist, evaluiere wieder von 1 bis 10, wie du dich fühlst. Das Ergebnis wird dich verblüffen und das bereits nach 1 Minute des bewussten, wertschätzenden Fokus.
Durch eine einfache Fokusänderung hast du also in nur einer Minute eine bemerkenswerte Transformation deines Wohlgefühls erlebt. Die Kraft des bewussten Fokus als Katalysator für deine Komfortzone zeigt sich hier in ihrer unmittelbaren Wirkung. Schon in wenigen Augenblicken kannst du eine Veränderung in deiner inneren Welt hervorrufen, indem du deinen Fokus bewusst auf etwas lenkst, das dich nährt und dir Freude bereitet. Die magische Transformation durch bewussten Fokus ist ein Geschenk, das du jederzeit nutzen kannst, um dein Wohlgefühl zu erzeugen und zu steigern, deine Schwingung anzuheben und deine wahre Komfortzone auszubauen und zu stärken. Die Macht deines Fokus geht aber sogar noch darüber hinaus. Ihr bewusster oder eben unbewusster Einsatz kann dafür sorgen, dass zwei Menschen im selben Raum sitzen und dabei ein vollkommen unterschiedliches Erlebnis haben. Ja, es kann sogar sein, dass der Weg in deine wahre Komfortzone breit und offen direkt vor dir liegt, du ihn aber aufgrund von falscher Fokuslenkung schlicht nicht siehst. Denn die Welt ist so vielfältig und schickt in jedem Augenblick so viele Daten zur Verarbeitung an unser Gehirn, dass wir gar nicht anders können, als sie sehr selektiv, eben mittels Lenkung unseres Fokus, wahrzunehmen. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie uns unser Fokus den Weg in unsere wahre Komfortzone entweder öffnen oder verbauen kann, liefert eine Geschichte, die sich tatsächlich so oder so ähnlich in den 1920er Jahren in New York City zugetragen haben soll. Eine Telegrafenfirma, die Western Union Telegraph Company, hatte eine Stelle als Morse-Operator ausgeschrieben. Der Arbeitsmarkt war damals prekär, gute Jobs heiß begehrt, und so bewarben sich über 800 Personen auf die Stelle. 300 von ihnen wurden eingeladen und warteten in einer großen Empfangshalle darauf, nach Nummern zum Bewerbungsgespräch aufgerufen zu werden. Die große Mehrheit der Bewerber musste dabei auf dem Boden Platz nehmen, da es zu wenig Stühle gab. Die Stimmung war angespannt, viele hatten das lange Warten und die Unsicherheit satt, und zu allem Überfluss war im Hintergrund auch noch ein ständiges Hämmern zu hören, das die Nerven der Anwesenden nicht gerade entspannte. Nach einiger Zeit stand ein Mann aus der wartenden Bewerbermenge plötzlich auf, ging zielstrebig durch einen der Gänge und betrat ohne anzuklopfen ein bestimmtes Büro. Die anderen dachten, er habe wohl die Nerven verloren, habe nicht mehr länger warten wollen und werde sogleich wieder hinaus komplimentiert und aus dem Gebäude geworfen. Nach wenigen Minuten jedoch kam er in Begleitung eines Angestellten zurück, der den übrigen Bewerbern mitteilte, dass die Stelle nun an diesen Mann vergeben sei und sie nach Hause gehen könnten. Die Menge reagierte natürlich wütend und warf dem Mann vor, sich vorgedrängt zu haben. Es kam fast zu einer Schlägerei, bis der Personalchef einschritt und die Situation erklärte. Das Hämmern im Hintergrund war kein Baulärm gewesen, sondern ein Morsecode. Er wurde über einen Lautsprecher übertragen und transportierte die Botschaft: Wenn du das hier verstehst, gehe in Gang B, betritt Raum B1233, ohne anzuklopfen, und du bekommst den Job. Der Mann, der aufgestanden war der Einzige gewesen, der den Morsecode wahrgenommen und darauf reagiert hatte. Und er hatte das Bewerbungsgespräch damit für sich entschieden. Der erfolgreiche Bewerber in dieser schönen Geschichte konnte seine berufliche Komfortzone, die in seinem Fall in dem begehrten Job eines Morse-Operators bestand, also nur deshalb erfolgreich betreten, weil er seinen Fokus auf das ausrichtete, was mit dieser Komfortzone zusammenhing und ihr dienlich war. Alles, was nicht in diese Kategorie gehörte und seiner Komfortzone in dem Moment nicht diente, wie die vielen Anwesenden, die fehlenden Stühle, die allgemeine Angespanntheit etc., blendete er aus und war so in der Lage, das wahrzunehmen, was sonst niemand wahrnahm. Das, worauf es ankam. Ich lade dich also ein, sieh überall in deiner Welt Chancen, deine wahre Komfortzone zu betreten und in ihr zu leben. Beschäftige dich mit allem, was damit zusammenhängt und am besten nur damit. Erforsche sie immer tiefer, richte sie ein wie ein neues Haus und lass sie immer detailreicher werden. Füge alles hinzu, was ihr dient, und lass alles weg, was das nicht tut. Geh deiner wahren Komfortzone also in jedem Bereich deines Lebens ein Stück des Weges entgegen und gib ihr mit deinem bewussten Fokus die Chance, dir ihrerseits ein noch größeres Stück entgegenzukommen. Denn das wird sie. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich dir noch eine weitere kleine Übung mit an die Hand geben.
Übung. Sieh die Zeichen. Deine Welt zeigt dir den Weg in deine Komfortzone. Die Geschichte des glücklichen Morse-Operators, die wir soeben gehört haben, zeigt uns sehr schön, unsere Welt sendet uns ständig Zeichen, denen wir auf dem Weg in unsere wahre Komfortzone folgen können. In meiner schamanischen Tradition bedienen wir uns 4 verschiedener Ebenen der Wirklichkeit, unterschiedlicher Sichtweisen auf die eine Wirklichkeit, auf denen jeweils Verschiedenes getan werden kann und die deshalb auf jeweils unterschiedliche Art und Weise nützlich sind. Eine dieser Ebenen heißt Ike Papakolu und auf ihr gilt, alles ist symbolisch. Wie in einem Traum kann alles in deiner Welt als Symbol betrachtet werden, welches dir Auskunft über etwas geben kann. Du musst nur Fragen stellen und deinen Fokus entsprechend auf die Antworten ausrichten, die deine Welt dir auf dieser symbolischen Ebene gibt. Richte deinen Fokus also nun einmal bewusst 3 Tage lang auf die Zeichen und Synchronizitäten deiner geistigen Führung aus. Notiere dir täglich, beispielsweise am Abend vor dem Schlafengehen, wo und wie du auf dem Weg in deine wahre Komfortzone heute geführt wurdest und Zeichen erhalten hast. Nach diesen 3 Tagen lies deine Aufzeichnungen durch. Du wirst staunen, wie akkurat und kraftvoll deine geistige Führung gewesen ist. Lobe dich ruhig dafür, dass du sie so bewusst wahrnehmen konntest und mache dir auch bewusst, in welchen Fällen du die Zeichen zwar bemerkt hast, ihnen aber noch nicht gefolgt bist. Gehe nach diesen 3 Tagen dazu über, weiterhin regelmäßig derartiges wahrzunehmen, also deinen Fokus darauf zu richten und es dir zu notieren. Und lass dich also von nun an auch von der Welt um dich herum sanft und sicher führen, direkt hinein in die große Kraft deiner wahren Komfortzone. In diesem Kapitel haben wir uns dem sinnvollen und heilsamen Umgang mit den manchmal vielleicht ein wenig herausfordernden Konsequenzen unserer Eingebundenheit in unsere Mit- und Umwelt gewidmet. Im nächsten Kapitel wollen wir uns nun dem großen Potenzial zuwenden, das du selbst aufgrund eben dieser Eingebundenheit für die Welt darstellst, wenn du deine wahre Komfortzone findest und betrittst. Fortsetzung folgt. Ja, das war der letzte Teil von Kapitel 9 meines Buches, Die Kraft einer Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und wir sind jetzt schon sehr weit gekommen auf unserem gemeinsamen Weg hin in deine wahre Komfortzone und beim Kennenlernen der großen Kräfte, die du entfesseln kannst in deinem Leben, wenn du das tust und dem Weg folgst, der für dich stimmt. Und im nächsten Video widmen wir uns dann Kapitel 10 meines Buches und Kapitel 10 trägt den schönen Titel Die Revolution des Wohlgefühls, warum deine Komfortzone ein Geschenk für die Welt ist. Du darfst also gespannt sein, es geht da um einen weiteren Blickwinkel auf das Thema deiner wahren Komfortzone, deines Wohlgefühls und darum, wieso du nicht nur dir selbst, sondern auch der ganzen Welt einen Gefallen tust, wenn du deine wahre Komfortzone betrittst. Und damit du dieses Video auf jeden Fall ebenfalls mitbekommst und anschauen kannst, wenn es erscheint, abonniere doch am besten den Kanal, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn neue Videos hochgeladen werden. Und außerdem, wenn dieses Video hier jetzt dich inspiriert hat und du was daraus mitnehmen konntest, lass doch gerne ein Like da, einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und teile gerne auch in den Kommentaren mit mir, wie du ab sofort mit deinem Fokus deine Welt kreieren wirst. Ich freue mich, von dir zu hören, freue mich über eure Reaktionen und bis wir uns wiedersehen, bleibt mir jetzt nur noch, dir eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl zu wünschen. Alles Liebe.